Hallo liebe Zuschauer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der neuen Ausgabe der Schlachtnacht. Unser nächster Kandidat hier auf der Schlachtbank ist eins, was mich wirklich geflasht hat. Dieser grüne Mercedes 200er von Norev ist was ganz Besonderes. Nicht besonders von der Verarbeitung her oder so, eher das, was der Vorbesitzer daraus gemacht hat. Nämlich, dieses Grün ist nicht original, könnt ihr euch vielleicht auch schon denken. Und das Schlimme ist, das Modellauto wurde umlackiert und ich glaube, es wurde ein Pinsel dafür benutzt. Also der Zustand ist echt katastrophal vom Lack. Und ich glaube, der ist gepinselt worden. Das würde nämlich erklären, warum hier so Streifen sind, ne, vom Pinseln. Guckt euch das mal an. Das ist Zerstörung pur an einem Modellauto. Hier, alles mit Kleber. Hier ist mir schon eine Scheibe abgebrochen, auch komplett versaut mit Kleber. Boah. Also hier hagelt jetzt ganz viel B-Ware, muss ich euch ganz ehrlich zugeben. Sogar, ich glaube, das wird sogar ein leichtes Minusgeschäft für mich werden. Selbst ein Kühlergrill wurde ausgetobt. Das Chrom wurde durch einen Pinsel Silber und hier wurde auch noch reingeschliffen und oh. Hier wurde Massaker an Modellautos angerichtet. Hier, seht ihr? Hier ist Original. Da ist nachgearbeitet. Oh Gott. Und ich befürchte, das war nur die Spitze vom Eisberg. Ich denke mal, es wird noch viel schlimmer werden, wenn ich ihn gleich zerlege. Ich bin ja gerade voll geschockt. Ne? Ich habe ja schon viel gesehen. Aber das ist schon krass. Ganz krass. Ganz krass. Verdammt krass. Der hat auch mal eine Stoßstange hinten gehabt. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich die gleich noch auf der Schlachtbank. Die ist mir nämlich vor ein paar Tagen mal stiften gegangen. So. Ich bin froh, dass die Felgen nicht angemalt worden sind. So, ursprünglich war das Auto mal grau. Das kann ich anhand der Felgen schon mal erkennen. Aber warum tut man das einem Modellauto an? Wieso pinselt man? Das heißt ja lackieren und nicht Maler und Streicher. Also ich verstehe es nicht. Junge, ey. Da hat sich echt einer ausgetobt. So. Also dieses Modellauto wird auf jeden Fall von seinem Leid gerade erlöst. Und ich hoffe, seine Teile können andere Modellautos noch retten. Ich befürchte es irgendwie. Die Felgen sind schön, ne? Hier wurde... Guck mal, ist alles, ey. Alles irgendwie kaputt. Ich habe echt kein gutes Gefühl, wenn ich gleich an die Karosserie da dran gehe. Ich befürchte das Schlimmste, sage ich euch ganz ehrlich. Oh Gott sei Dank. Die Innenausstattung wurde heile gelassen. An sich nicht schlecht. Oh, das ist Handbremse. Oder, das ist die Schaltung, ne? Oder der Schock. Schock, ne? Zum Starten. Cool. Habe ich euch gesehen, dass das hat. Man hat sich wahrscheinlich noch nicht mal die Mühe gemacht, den Motor auszubauen vom Umlackieren. Ui. Ja, der Motor ist echt schlecht. Man hat sich zwar die Mühe gegeben mit dem Kabel, aber so im Großen und Ganzen sieht er eigentlich ein bisschen schlecht aus. Ne? Da ist ja irgendwie so
so ein halber Motor war. Oh, das Armaturenbrett sieht gut aus. Schönes beiges Lenkrad mit Sternen in der Mitte. Radio, Knöpfe kann man alles gut erkennen. Also das Armaturenbrett ist gut geworden. Oh mein Gott, ey, der hat sich sogar die Mühe gemacht und hat sich die Scharniere angemalt. Und da seht ihr nochmal richtig die Pinselstreifen. Ah, der ist gepinselt worden, ey. Gepinselt oder der schlechteste Lackierer aller Zeiten. Da. Wie kommt man auf die Idee, das Auto überhaupt grün zu lackieren? So. Okay. Noch keine bösen Überraschungen. Gott sei Dank wurde die Innenausstattung bis jetzt verschont. Kofferraum auch, Gott sei Dank. Die Wut gegen dieses Modellauto wurde anscheinend echt nur an die Rohkarosse rausgelassen. Haben wir mal Glück gehabt, ey. Ey, ich habe schon Panikattacken gehabt, ne? Im Inneren von mir. Oh, ey. Aber schon krass, wie einige Leute draußen, ne? Pinseln, überlegt euch mal, pinseln. Ach, die Schnauze geht ja ab. Ach, das war die Stoßstange. Okay. Kotflügel kann man auch abschrauben, aber das mache ich nicht, weil die Rohkarosse wird ja sowieso B-Ware sein. Die kleine Antenne muss aber raus. Das ist jetzt aber doof. So. Ach, guck mal, geht ja alles Gott sei Dank eigentlich ganz einfach ab. Ich habe befürchtet, dass da wurde so viel Kleber reingeknallt, dass ich das nicht mehr rausbekomme. Aber Gott sei Dank ist es nicht der Fall. Blinker. Die Scheibe komplett zerkratzt. Hier Kratzer, da Kratzer. Ich tue die mal als B-Ware in den Shop rein. Vielleicht kann ich noch einer von euch gebrauchen. So. Also muss ich natürlich so viele Teile wie möglich retten von der Rohkarosse, aber die ja natürlich jetzt nicht mehr so viel Wert hat, ne? So. Das war's. Der schlecht lackierteste Mercedes, den ich je gesehen habe, ist Geschichte. Und Gott sei Dank hat er nicht so viel Schaden im inneren Raum verursacht. Somit konnte ich wahrscheinlich noch ein paar Teile retten.
Karosserieteile werden alle B-Ware sein, der Kühlergrill wird B-Ware sein, die Heckscheibe wird B-Ware sein und die Rohkarosse natürlich auch B-Ware. Teile kommen jetzt in die Tage online und es steht noch verdammt viel auf der Schlachtbank. Noch ein Mercedes, noch ein kleiner Porsche und ein Jaguar. Und es wird wahrscheinlich auch nicht die letzten Modelle sein. So, genug geschwafelt. An sich ist das echt ein schönes Modell. Man kann alle Türen öffnen, Kofferraumdeckel, Motorhaube. Preislich ist er stark steigend. Der war mal ursprünglich mal so zwischen 30 und 60 Euro unterwegs. Jetzt wird es schon schwierig für diesen Preis einen zu bekommen, außer der ist in diesem Zustand. Ansonsten liegen die eigentlich meistens so zwischen 50 und 100 Euro und manchmal auch deutlich mehr. Je nachdem, original verpackt und so ein Schnickschnack halt. Ne? Original verpackt können ja schon bis zu 100 Euro gehen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, nicht ausgeben. Aus einem ganz einfachen Grund, Norev legt immer wieder gerne nach mit neuen Farben und so und alles. Und dann gehen die Preise eigentlich grundsätzlich erstmal wieder zurück. Deswegen nicht überhastet ein Modellauto kaufen. Besonders nicht bei Herstellern wie Norev, Sunstar, Solido, Valley. Das sind so Hersteller, die hauen die Farben einfach nur so raus, als kostet das gar nichts. Deswegen immer Ruhe bewahren, keine Mondpreise zahlen und abwarten. Und im richtigen Moment natürlich auch dann zuschlagen, ne? Wenn man den halt günstig bekommt oder zumindest einen Preis, womit man gut leben kann, dann natürlich sofort zuschlagen. So, das war's. Es folgen noch 3. Bis gleich. Ciao.